Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Heute besuche ich noch einmal das Schloss in Merseburg und möchte euch viele interessante Geschichten über diese alten historischen Mauern erzählen. Seid gespannt, lasst euch überraschen und ich würde sagen, jetzt geht's los. Als Gründer der mittelalterlichen Stadt Merseburg gilt König Heinrich I. Sein Pfalzgebäude war zweistöckig und im Obergeschoss befand sich ein aufwendiges Wandgemälde. Es stellte die siegreiche Schlacht Heinrichs über die Ungarn 933 dar. Mit der Pfalz Heinrichs I. war die Kirche des Stifts St. Johannes des Täufers verbunden. Sie wurde vermutlich 931 geweiht und befand sich wohl südlich des bestehenden Doms. Ihr ist ein imposantes Würfelkapitel zuzuweisen. In den erhöht angelegten Keller führt seit Mitte des 16. Jahrhunderts vom Schlosshof aus eine große umbaute Außentreppe. Dieses Treppenhaus war damals freistehend und besaß Tür- und Fensteröffnungen zu allen 3 Seiten. Das hier ausgestellte Würfelkapitel gehörte zu der 931 von König Heinrich geweihten Johanneskirche. Es wurde bei Bauarbeiten im Erdreich 1998 aufgefunden. Die Johanneskirche befand sich wohl südlich des bestehenden Domes. Heinrichs Sohn König Otto der Große gründete im Jahr 968 das Merseburger Bistum. So hatte er es 13 Jahre zuvor unmittelbar vor seiner Schlacht gegen die Ungarn auf dem Lechfeld im Fall eines Sieges gelobt. Da diese Schlacht am 10. August stattfand, fiel die Wahl des Schutzheiligen des Bistums auf den heiligen Laurentius. Aus der Pfalzkirche wurde nun eine Kathedrale. König Otto der Große hielt sich mindestens 4-mal in Merseburg auf. Im Jahr 981 wurde das Merseburger Bistum wieder aufgelöst. Der König und spätere Kaiser Heinrich II. Ist mehr als jeder mittelalterliche Herrscher mit Merseburg verbunden. Mindestens 28 Mal hat er die Pfalz besucht. In keinem Pfalzort hielt er sich häufiger auf. Hier wurden wichtige Entscheidungen seiner Regierung getroffen und hier fand auch die für ihn selbst entscheidende Königsnachwahl der Sachsen im Juli 1002 statt. 1004 stellte König Heinrich II. Das Merseburger Bistum wieder her und Bischof Thietmar legte 1015 den Grundstein für einen Dombau an der heutigen Stelle. Bereits 6 Jahre später konnte der neue Dom geweiht werden. In den Jahren 1012 bis 1018 verfasste Bischof Thietmar von Merseburg die Chronik der Ottonen, eine der bedeutendsten Geschichtsquellen des Mittelalters. Die ersten 4 Bücher sind den Regierungszeiten von Heinrich I. bis zu Otto III. Gewidmet. Die 4 letzten Bücher seinem Zeitgenossen Heinrich II. Thietmar beschreibt neben dem Zeitgeschehen Begegnungen in Merseburg, Glaubensvorstellungen und eigene Träume. Die in Merseburg entstandenen frühmittelalterlichen Schriften und Urkunden haben das Museum zur Einrichtung des Skriptoriums, einer Schreibwerkstatt, inspiriert. Kinder und Erwachsene können hier die karolinische Minuskelschrift kennenlernen. Die beiden südlich gelegenen Kellerräume, die wir jetzt betreten, wurden erst ab 1605 an die alte Pfeilerhalle angebaut. Die Ausstellung in diesen beiden Räumen präsentiert die Geschicke der Pfalz und der Stadt bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts.
Auch unter den Nachfolgern Heinrich II. Fanden in der Pfalz Merseburg bedeutende Hoftage statt. Reste der Bauplastik vom Dom aus dem 12. Jahrhundert sind hier ausgestellt. Mit dem Niedergang der königlichen Zentralgewalt im 13. Jahrhundert schwangen sich die Merseburger Bischöfe zu alleinigen Herren der Stadt auf. Bischof Eckerhard hatte gleich zu Beginn des Jahrhunderts die Ummauerung seiner Stadt durchgesetzt. Weitere Kirchenbauten prägten das Gesicht der Stadt. Das alte Benediktinerkloster auf der Altenburg erhielt Ende des 11. Jahrhunderts eine neue Kirche. Sie stand dem Dom an Größe nichts nach. Aus späteren Umbaumaßnahmen sieht man hier einen großen figürlichen Schlussstein mit der Darstellung des Gotteslamms. Das alte Merseburg lag am linken Saaleufer. Bereits 1188 entstand am Ufer gegenüber ein neuer Marktbereich mit eigener Kirche. An einem der Portale dieser Kirche befindet sich eine sehr bekannte Knotensäule. Hier kann man selten erhaltene Fragmente bemalter romanischer Putzreste bewundern. Nach mehreren Stadtbränden im 14. und 15. Jahrhundert büßte Merseburg seine Rolle als überregional bedeutender Handelsort ein. Die nahegelegenen Städte Halle und Leipzig gewannen dafür zunehmend an Bedeutung. Ab 1510 ließ Bischof Thilo von Trotha eine neue lichterfüllte Halle mit 3 gleich hohen Kirchenschiffen errichten. Die hier ausgestellten Skulpturen des heiligen Johannes und Laurentius schmückten das neue Hauptportal. Hier sieht man die vermutlich älteste erhaltene Skulptur aus den mittelalterlichen Merseburger Kirchen, die sogenannte Sixti-Madonna. Die in 2 Teilen modellierte Tonfigur stammt wohl aus der Marienkapelle der Sixti-Kirche. Diese wurde bereits zur Reformation aufgegeben und das Kirchenschiff als Steinbruch genutzt. Die Merseburger Bischöfe versuchten vergeblich, die Reformation zu unterdrücken. Bischof Adolf von Anhalt, der gleichzeitig auch Kanzler der Leipziger Universität war, unterband den Dialog zwischen altgläubigen und reformatorischen Theologen. Er verbot das Lesen protestantischer Schriften, sogar der Luther-Übersetzung des Neuen Testaments. Der protestantische Glaube hatte sich dann Ende des 16. Jahrhunderts in Merseburg gefestigt. Hier sieht man den Grabstein der Magdalena Tammendorf, Frau des Stadtrichters Caspar Tammendorf. Dieser Grabstein ist das früheste erhaltene bürgerliche Grabmal in Merseburg. Der Kammerturm wurde Anfang des 17. Jahrhunderts anstelle eines kleinen spätgotischen Wendelsteins errichtet. Er gehörte zur großen Schlosserweiterung Herzog Johann Georgs I. von Sachsen. Dieser hat sich als Bauherr im Schlussstein des Gewölbes verewigt. In den Medaillons kann man 82 verschiedene Ornamente und Wappenmotive entdecken. Im unteren Treppenverlauf dominieren Blattmasken und monströse Gesichter. Weiter oben befinden sich Engelsköpfe. Weiterhin präsentieren sich Wappen des Merseburger Domkapitels.
Melchior Brenner erweiterte einst das Bischofsschloss zu einer modernen Residenz, eine architektonische Glanzleistung. Mit dem kunsthistorischen Augenschmaus möchte ich mich herzlich von euch verabschieden. Im nächsten Teil berichte ich euch über die Herzogsresidenz Merseburg in der Renaissancezeit nach der Reformation. Denn die Bischöfe wurden von den sächsischen Administratoren abgelöst. Die Neugestaltung des Schlosses ist vor allem Herzog Johann Georg I. zu verdanken. Dazu aber mehr im nächsten Video. Nun habt ihr einen spannenden Eindruck in die einzigartige Geschichte der Stadt Merseburg erhalten, habt die wunderschönen Räumlichkeiten bewundert, viel über das Kaiserreich erfahren. Ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es, Daumen nach oben, und wollt ihr nie wieder ein wunderschönes Schlösser- und Burgen-Video verpassen, dann abonniert am besten gleich den Kanal. Ich sag dann schon einmal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!